Na gut. Wir schauen mal. Lassen wir mal raus. Brauchen wir nicht. Bewegungsunschärfe bitte nicht. Gut, dass ich hier nochmal reingeguckt habe. Aber jetzt hört man mich. Jetzt können wir loslegen. Mit Dagon. Dagon ist eine originalgetreue interaktive Adaption von H.P. Lovecrafts Werk, die sich auf besonders viel Augenmerk auf Geschichte und Atmosphäre liegt. Oh, das gefällt mir. Du wirst hier keine schwierigen Entscheidungen, Actionsequenzen oder Inventarverwaltung finden und die Bewegung ist auf das Fortbewegen durch die Orte im Einklang mit der Handlung beschränkt. Ja, mal gucken, hört sich nach einem langsamen Spiel an. Aber es gefällt mir auch, wenn ich an solche Spiele wie Outlast denke. Das einzige Element, was in Outlast ist, Panik ist. Mal gucken. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Während des Spiels wirst du auf interaktive Elemente treffen. Durch einige von ihnen kannst du deine Reise fortsetzen, andere versorgen dich mit interessanten Fakten über die originale Kurzgeschichte, ihren historischen Hintergrund und ihren Autor. Haha, so sind solche Symbole, ja. Einige dieser Details sind im Spiel versteckt. Um diese Geheimnisse zu finden, musst du ganz genau hinschauen und nach dem Zeichen der Ältesten Ausschau halten. Das Zeichen der Ältesten? Ach, das ist dieser Ast hier, ha? Ist das ein Ast oder ist das jetzt ein Ast? Eindeutig ein Ast. Lovecrafts Briefe. Hier gibt es aber einiges. Ich sehe schon, hier wird es einiges zu lesen geben. Meine Kehle ist jetzt schon trocken. Was die Briefe betrifft, so ist mein Fall eigenartig. Ich schreibe diese Dinge ebenso leicht und flink, wie ich mich zu denselben Themen im Gespräch äußern würde. In der Tat ersetzt die briefliche Ausdrucksweise bei mir weitgehend die Konversation, da mein Zustand der nervösen Erschöpfung immer akuter wird. Ich kann es nicht mehr ertragen, viel zu reden und werde so still wie der Zuhörer selbst. Meine Redseligkeit breitet sich auf dem Papier aus. H.P. Lovecraft am Reinhard Kleiner, 23. Dezember 1917. Im Laufe seines Lebens schrieb Lovecraft etwa 100.000 Briefe an seine Freunde und Fans, von denen etwa 10% bis heute überlebt haben. 100.000 Briefe? Das ist wahrscheinlich jetzt auch so eine Trivia, die man bekommt, wenn man Lovecrafts oder Edgar Allan Poes Werke heutzutage kauft. Also zumindest die Sammlungen, wo immer so ein bisschen Kommentare mit dazwischen sind. Aber seine Neigung zu endloser Korrespondenz war eine relativ späte Entwicklung. In meiner Jugend schrieb ich kaum Briefe. Mich bei irgendjemandem für ein Geschehen zu bedanken, war eine solche Tortur, dass ich lieber eine 250-zeilige pastorale oder eine 20-seitige Abhandlung über die Ringe des Saturns geschrieben hätte. Oh, ein Introvertierter. H.P. Lovecraft war also mega introvertiert. Er will sich nicht mal bedanken, er versteckt sich lieber hinter Briefen. Das ist so die Art von Online-Needs, die es so gibt, ne? Einfach die ganze Zeit nur alles über einen elektronischen Weg. Er hat's mit Briefen gemacht. Lovecraft ließ oft Mahlzeiten ausfallen, um sich das Porto leisten zu können. Sammlungen seiner Korrespondenz sind in verschiedenen Büchern veröffentlicht worden und ausgewählte Briefe sind online zu finden. Einige Leser betrachten sie als sein wichtigstes Vermächtnis. Nicht mal seine Geschichten, nur seine Briefe? Du kannst die erfassten Details gleich lesen oder später im Hauptmenü. Okay. Ich kann mich auch nicht bewegen, ne? Ich kann mich nicht mal komplett umdrehen. Ich bleib hier einfach stehen. Warum ist ja alles feucht? Ja, die Decke ist feucht. Ist das Schimmel oder einfach nur Wand? Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. You sure about this? Ich weiß ja nicht, ob ich mich jetzt runterwerfen möchte. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate.
When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Irgendwas unterm Tisch. Das ist einfach nur so eine interaktive Geschichte, ne? Morphin. Ja, wollen wir solche ganzen Details durchlesen oder machen wir eher das, was uns wirklich die Story ans Übernatürliche hält? Oder lesen wir einfach alles durch? Ich meine, so, was ein Morphin ist, werden ja die meisten schon kennen. Aber hier gibt es ein bisschen Trivia noch dazu. Nur Relevantes, okay. Als Dagon veröffentlicht wurde, stellte der Morphinmissbrauch, bekannt als Soldatenkrankheit, bereits ein großes Problem in den Vereinigten Staaten dar. Okay. Wir sind anscheinend morphinabhängig. Schreiben wir weiter. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Ein bisschen umgucken. Oh, da. Lovecraft und der Weltkrieg. Okay. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Die Hunnen. Okay, das würde ich jetzt gerne mal lesen. Würde mich gerade auch interessieren. Die Hunnen waren zentralasiatische Nomaden, die eine Herrschaft in Europa errichteten und im 5. Jahrhundert nach Christus sogar in das Römische Reich einfielen. Sie waren als brutale, tödliche Krieger und Meister schneller Überfälle bekannt, die ebenfalls mächtige Kompositbögen, Lassos und frühe Belagerungswaffen entwickelten. Während des Ersten Weltkrieges verwendeten die Briten das Wort Hunne als Synonym für Deutsche, ein Zeichen für ihre schiere Brutalität. Der Begriff entstand jedoch, als der deutsche Kaiser Wilhelm II. Am 27. Juli 1900 eine Rede an seine Truppen hielt, bevor sie sich nach China einschifften. Solltet ihr auf den Gegner treffen, so wird er besiegt werden. Es wird kein Pardon geben werden. Es werden keine Gefangenen gemacht. Wer auch immer in eure Hände fällt, hat sein Leben verwirkt. So wie sich vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Attila einen Namen gemacht haben, der sie noch heute in der Geschichte und Legende mächtig erscheinen lässt, so möge der Name Deutsch von euch in China so bekräftigt werden, dass kein Chinese es je wieder wagen wird, auf einen Deutschen zu schielen. Krasse Ansprache. Trieft vor Rassismus. Die Verweigerung der Gefangennahme war ein klarer Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, die im ersten Haager Abkommen von 1899 beschlossen wurden. Ich hatte echt keinen Bock auf irgendwelche Regeln, so wie es aussieht. So, leuchtet mich hier noch was an? Oh, man hat gesehen, wie er sich bewegt hat. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Aha. Nicht ganz alleine, ja. Ich mag ja die Stimme des Erzählers. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings.
Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Das grenzt den Raum nicht gerade ein, irgendwo südlich des Äquators. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Mhm. Kann mit dem Mond interagieren. So ruhig auf dem Meer, ja. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Jo, auf dem Ozean zu treiben in einem Paddelboot. Das ist Horror. Die Rückkehr zu Kurzgeschichten. Na, okay, das ist wieder was über Lovecraft. Da. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know. For my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. Sind wir gerade auf dem Meeresboden? Und warum zappelt da... Hat es krabbenartige Beine? When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Na toll. Verschlafen und schon wachst du in der Hölle auf. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Ein umgedrehter Oktopus, ja? Ah, die Animation ist nicht so ganz flüssig geloopt. Na, sehen wir es gleich nochmal? Ah. Okay. Ah, da war's.
Da hat die Animation ist kurz ins Stocken gekommen. Ist das so eine Nautilus-Schnecke? Oder Krebs? Was ist das für ein Tentakel an meinem Boot? Da ist ja noch mehr Viechzeug. Schmatz, Schmatz. Ugh. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Ich bin tot. Oh mein Gott, was ist das? Eine riesige, wabernde schwarze Masse. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Wirklich extrem leise. So, wir hören doch Wellen, oder? Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Oh nein, meine Thunfischdosen. Die sind überall im Matsch verteilt. Das ist wieder hinten. Warum bewegt es sich? For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. Oh, inzwischen wird's heller. Warum muss ich das da bewegen? As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Ey, warum konnte ich jetzt die Landschaft da nicht anklicken? Zu schnell umgedreht. Schade. Was? Nee, ist einfach, es leuchtet einfach nur rot. Im Dunkeln. Hätte ich gerne gewusst, was das irgendwie für ein Zeichen da war auf dem Hügel. Tja, 100% On the kriegen wir das Spiel third schon nicht mehr morning, durch. I found the soil dry enough to walk upon with ease. Er ist ganz schön steif geworden. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Tja. Ich kann gerade nichts mehr anklicken. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Was sind das für Viecher? Warum haben das solche Klauen? Was soll das sein? Sieht aus wie eine zu groß gewordene Frage. Schnell weg. Ein Wal? Okay. That night I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Ist das ein Riesenwurm? Ist das ein einziger Wurm, der sich durch den Boden schlängelt? Wie
Schrecken des Meeres. Der Schöpfer des Cthulhu-Mythos und der fiktiven Unterwassersstadt R'ye war davon überzeugt, dass am Meeresgrund kein Leben existieren kann, da der Wasserdruck ihn unbewohnbar mache. Heute wissen wir, dass... Ja... Schaut man sich die heutigen Fotos von Tiefseekreaturen wie dem Anglerfisch, dem Fangzahn und dem Viperfisch und ihre wahrhaft Lovecraftschen Eigenschaften an, fällt es schwer darin, keine Ironie zu sehen. Lovecraft hatte in der Fantasie sich Meeresgestalten ausgedacht. Tiefseemeeresgestalten. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. 3 Tage durch den Matsch in dieser Sonne, ja. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. Hier willst du schlafen? Was leuchtet da? Warum sehe ich das nur, wenn ich nach unten gucke? I know not why my dreams were so wild that night. But ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Ja. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Wieso, was ist hier? Was sollen wir hier sehen? Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Ach so. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Der Einzelgänger. Entgegen der landläufigen Meinung war Lovecraft kein stets stirnrunzelnder, exzentrischer und mürrischer Einzelgänger. Achso, das gehört wieder nicht zur... Das ist wieder nur Lovecrafts Leben. Na gut. Dann gehen wir doch I mal have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nur so einen kleinen Bildausschnitt habe, den ich eigentlich betrachten kann. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent. Und die Steine auf einmal alle her. Whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Graduell. Ich glaube, das benutzt man im Deutschen so nicht. Aber ich zumindest noch nicht. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath.
steht irgendwas. Gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Blendet ja schon richtig. Was ist da? Das ist nur ein Stein wahrscheinlich. Wiederholen sich die Texturen etwas. Schmatz, Schmatz. That it was merely a Obelisk. gigantic piece of stone, I soon assured myself. Ja, und warum sollte das hier stehen? Ist das der Berg, von dem ich runterkomme? But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. Irgendwas zu finden. Da leuchtet mich irgendwas immer an. Das ist immer noch der Stein. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Naja, aber denkt nicht, dass es Menschen hätten sein können. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Tue ich das, ja. Ist auf jeden Fall alles ziemlich dunkel. Das kann man ja schon mal deduzieren. The moon, Wasser. now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Es ist so komplett umgeben von diesem komischen Berg, von dem wir kommen. Ist der irgendwie steiler geworden, seit wir da runtergegangen sind? And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Oh, da sind ja Markierungen drauf. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Ja, das sieht sehr gar nicht einladend aus. Ah. Müssen wir jetzt schwimmen? The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me, Nicht and hochgekommen. unlike anything I'd ever seen in books. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. Ja. Ach. Ist hier in der Mitte wahrscheinlich. Ist halt viel zu viele Tentakel. Da ist eine Qualle. Da sind Tintenfische, Hai, mehrere Hai. Sogar ein Hai, der lacht. Als ob der Hai sieht ein bisschen so aus, als ob er ein Doppelkinn hätte, der zweite von unten rechts da. Als ob er sagt. Ja, seine Stimme ist geil, aber sehr monoton, wirklich. Was haben wir da? Noch mehr Quallen. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain.
It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Malerische Schnitzerei. Das ist in der Mitte wahrscheinlich. Erzählmethoden. Dagon enthält viele Themen und Achso. Ja. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. Ich weiß nicht, was ein Subject oder Sujet ist. Ich weiß nicht, was ein Bas-Relief ist. Und ein Doré auch nicht. Warum verwirren die mich mit so vielen Fremdwörtern? I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Ne, das sind doch Meerjungfrauen. Guck, die haben Meerjungmänner, wenn es unbedingt Männer sein müssen. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail. Achso, das ist jetzt hier so ein bisschen angemalt, weil makes me grow faint. das ist jetzt quasi bloß hier so die Nacherzählung von dem Erzähler, was er quasi erlebt hat. Und wir sehen es halt nicht so genau, weil er das nicht beschreiben möchte, so genau. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Was? Achso, Edgar Allan Poe wahrscheinlich. Und Bulwer ist wahrscheinlich auch so ein Horrorautor. Ja, die sehen so aus, als wären die äußerst dehydriert, die Freunde. Wir brauchen mal ein Glas Wasser. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Lovecraft hat gesagt, dass Edgar Allan Poe seine größte Inspiration ist. Okay, ja. Ich meine, das waren beides sehr erfolgreiche Horror-Schriftsteller, die auch einen ähnlichen Lebenslauf hatten, wenn ich mich so richtig erinnere, ne? Sind erst nach ihrem Tod mehr oder weniger berühmt geworden und haben angefangen, in so Wochenzeitschriften ihre Geschichten zu präsentieren. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. Liegen auf dem gleichen Friedhof. Gut zu wissen. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Ah ja, so groß sollen die Viecher gewesen sein. 4 so eine Viecher, 4 Gesichter. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Der Piltdown-Mann. Lovecraft nutzte oft die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen als Inspiration für seine Werke. Er aktualisierte seine Geschichten sogar im letzten Moment, um sicherzugehen, dass sie die neuesten Durchbrüche widerspiegelten. Leider war diese Methode nicht ohne Fehler. Nach Lovecrafts Tod stellte sich die Entdeckung des Piltdown-Mannes, der in Dagon erwähnt wurde, als paläontropologischer Betrug heraus. Ja, was ist das für ein Wort? Paläontropologisch. Das kann sich doch keiner ausdenken. Im Jahr 1912 verkündete Charles Dawson, ein Amateurarchäologe, dass er das fehlende Bindeglied zwischen Affe und Menschen entdeckt habe. Die versteinerten Überreste eines bis dahin unbekannten Frühmenschen. Jahre später stellte sich heraus, dass sie eine Fälschung waren. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte der Betrug es bereits geschafft, die frühe Forschung zur menschlichen Evolution
negativ zu beeinflussen. In dem Jahr, in dem die Entdeckung stattfand, glaubte die Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft, dass Dawson tatsächlich das fehlende Bindeglied zum Menschen gefunden hatte. Im Jahr 1953 veröffentlichte das Time-Magazin Beweise, die zeigten, dass Dawson ein Betrüger war. Es stellte sich heraus, dass die Fossilien des bislang unbekannten Frühmenschen aus einem menschlichen Schädel, dem Kiefer eines Orang-Utans und Schimpansenzähnen bestanden. Der hat also die ganze Wissenschaft um ein paar Jahre in die Vergangenheit geschmissen, nur für seine 5 Minuten Ruhm, ja. Der Piltdown-Mann. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Er hat queer mit wunderlich übersetzt. Okay. Then, suddenly, I saw it. Oh, das Wasser riffelt. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Things-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Warum zum Boot zurück? Oh. Das Wasser steigt wohl wieder. Oder? Nee, ich bin einfach nur betrunken oder so. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. Okay. Wenn man diese Viecher sieht, wird man wahnsinnig, ja. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. Das hat wahrscheinlich das Meer wieder aufgefüllt, oder? At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. Da war nicht das Vieh, kommt jetzt auch hierher. Oh nein! Da, ich sehe was. Ich sehe was, das leuchtet. Wieso kann ich es nicht einsammeln? When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital. Brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Okay. Wo ist mein Körper? Wo sind meine Beine? Oh mein Gott, bin ich nur noch ein Kopf? Unter der Decke ist nichts. Was bin ich? Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Meine Beine sind weg. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Ja, okay. Kosmischer Gelehrter des Horrors, habe ich einen Erfolg bekommen. Ah ja, oh, da ist was. Der Artis. Okay. Stört, dass ich in die Matschlandschaft nicht zurück kann, um mir zu holen, was auch immer da war. Zur Verteidigung von Dagon. Das könnte interessant sein.
1921 veröffentlichte Lovecraft 3 Essays, The Defense Reopens, The Defense Remains Open and Final Words, die später als Sammlung mit dem Titel In Defense of Dagon veröffentlicht wurden und in denen er eine Reihe von Kritikpunkten an seinen Werken zurückwies. Einige bemerkenswerte Zitate. Ich male, was ich träume. Den Rest soll das Publikum unter sich ausmachen. Mr. Monday fragt nach der Daseinsberechtigung von Dagon. Ich werde sie ihm geben, schlicht und einfach, um meine Zustimmung wiederzugeben. Das Ziel ist das Einfachste in der ganzen Kunst, die Darstellung. Die physischen Schrecken des Krieges, wie extrem und beispiellos sie auch sein mögen, haben kaum Einfluss auf das Reich des übernatürlichen Terrors, das komplett anders ist. Gespenster sind immer noch Gespenster. Der Geist kann von Unwirklichkeiten mehr erregt werden als von Wirklichkeiten. In den Essays berührt Lovecraft die Themen Atheismus, Materialismus, die Suche nach Wahrheit und die Liebe zur Wissenschaft. Anscheinend ist Dagon nicht ganz so gut angekommen unter seinen Lesern, ha? Noch irgendwas? The Conservative steht da auf dem Blatt, aber... Tür geht einfach auf. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Philippinisch ist im Englischen Philistine. Wahrscheinlich irgendwie sowas Philistien, oder? Philippien hört sich auf jeden Fall seltsam an. Ah ja. Fischgott Dagon. Dagon war die Hauptgottheit der Philister, die im gesamten Nahen Osten als alter Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte verehrt wurde. Im Hebräischen war das Wort Dagan ein gängiges Substantiv für Getreide. Die Herrscher von Akkad, Mesopotamien, wählten ihn zum Schutzpatron ihrer kriegerischen Eroberungen. Er erschien auch als Richter über die Toten in einem assyrischen Gedicht und als Gefängniswärter der Unterwelt in einem der babylonischen Texte. Er wird oft fälschlicherweise für einen Fischgott gehalten, was auf die falsche Interpretation seines Namens zurückzuführen ist, da im Hebräischen das Wort Dag Fisch bedeutet. In H.P. Lovecrafts Werken ist Dagon eine Unterwassergottheit, die über die Deep Ones herrscht, eine humanoide Rasse mit Fischmerkmalen, die in den Meeren wohnt. Er wird von einem geheimen Kult im esoterischen Orden des Dagon verehrt. Das ist nicht Spoiler für die Geschichte. Aber warum muss er jetzt unbedingt The Deep Ones da hinschreiben? Wäre nicht irgendwie sowas wie die tiefen Gestalten. Wäre ja auch gut gewesen. Was? Philister lebten in früherem Palästina. Okay, also sind Philister gar keine Philippinen. Dann war das hier ein Übersetzungsfehler. Ah ja, man darf nicht alles glauben, was man liest. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did Steht not einfach das press my Necronomicon hier inquiries. im Schrank. Na klar hat er einfach das Necronomicon hier drin stehen. Warum auch nicht? Der Marketingsexperte. Auch mal eine Szene, wo ich mich komplett umdrehen kann. Was? Wir wollen auf jeden Fall so viele von diesen Trivia-Sachen finden wie möglich. Weil wir müssen sie ja nicht alle lesen. Naja, auf zur Tür.
It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. Verfolgt es ihn jetzt, ja. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Lovecraft verabscheute Tabak. Spritze ich mir jetzt auch noch einmal Morphin, bevor ich mich aus dem Fenster werfe. Na dann mal los. Often I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. Zumindest die logischste Erklärung, würde ich sagen. Gott, wird es immer heller? This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Okay. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Ganz viele Godzillas. The end is near. Was? Irgendwer schmatzt an meiner Tür. Ich will nicht, dass jemand meine Tür anschmatzt. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. Ich sicher, ich will das. Das sind eigentlich keine Geräusche, die man hören möchte. Nachts. Alleine in so einem einzelnen Zimmer. It shall not find me. God, that hand! The window! The window! Ah. Schmeißen wir uns hier halt mal raus. Ah ja. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht, in unseren kleinen Pool des kosmischen Grauen einzutauchen. Wir würden uns freuen, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, um Dagon zu bewerten und unsere andere Spiele und DLCs auszuprobieren. Okay. Ich hatte gedacht, das wäre länger. Ich habe mit was anderem gerechnet. Es war ja mehr ein Visual Novel, wenn du so möchtest. Oh ja, habe ich einiges verpasst eigentlich. Also das ist aus dem DLC. 3 Sachen habe ich verpasst. Also das müsste ich jetzt kaufen. Das möchte ich aber nicht.
Gut. Etwas kurz. Und auch etwas langatmig, wenn ich das mal so sagen darf.